Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie-Game Devlog zu Port Empire. Im letzten Part habe ich euch ja die großartigen Veränderungen und die ganzen Changes gezeigt, die wir gemacht haben an Port Empire, und die Meinungen dazu waren ziemlich gespalten, aber sind doch dann eher positiv ausgefallen, aber natürlich haben wir auch mit negativer Resonanz gerechnet. Aber im Großen und Ganzen war es sehr, sehr positiv. Vielen Dank nochmal für das ganze Feedback von euch. Jetzt möchte ich nicht lange um den heißen Brei reden und wir stürzen uns in die Änderungen, die in den letzten 2 Wochen stattgefunden haben. Wie viele bereits im letzten Devlog mitbekommen haben, haben wir das Villager-Model komplett überarbeitet, damit es auch viel besser in diese neue Toon-Welt hineinpasst. In der letzten Woche haben wir auch an einem neuen Tooltip gearbeitet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Villager klickt, öffnet sich hier unten links ein Villager-Tooltip. Dort seht ihr den aktuellen Namen, der ja zufällig generiert wird, das aktuelle Geschlecht dieses Villagers und er sagt auch noch etwas zu euch, also sozusagen seine Feelings werden euch hier noch angezeigt. Wenn wir noch in den zweiten Tab gehen, dann können wir hier auch noch Informationen zu seinen Eltern einsehen. Wir müssen mal schauen, womit wir das noch alles ergänzen können, also was man noch für Informationen speichern könnte. Man könnte zum Beispiel auch noch den aktuellen Job speichern oder unsere alte Cinematic-Kamera zurückbringen. Wäre auch ziemlich cool. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, könnt ihr ja ruhig mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht eine coole Idee habt, was man noch an Informationen hier zeigen kann. Auch haben wir diese Woche uns extrem auf die Fischerhütte fokussiert. Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass dieses Gebäude ordentlich an unser Grid snappt, beziehungsweise nur snappt, wenn wir auch in der Nähe des Meeres sind. Und hinzu kommt noch eine richtig coole Animation, wo man wirklich sehen kann, wie dieser Fischer, also der Arbeiter in dieser Fischerhütte, wirklich am Angeln ist. Er fährt zuerst mit seinem Boot raus, wie ihr hier sehen könnt, paddelt schön aufs offene Meer und dann springt es über in eine Angelanimation und dort verbleibt er ungefähr ein paar Sekunden und dann paddelt er zurück. Und während wir der Fischerhütte so viel Zeit und eventuell auch ein bisschen Frustration geschenkt haben, habt ihr auch ganz viel Zeit schon wieder in Port Empire gesteckt. Grüße gehen wieder raus an den guten Lemsi, denn ich hatte im letzten Devlog ja erwähnt, dass ihr die Deko-Elemente für Port Empire modellieren könnt. Das bedeutet, ihr könnt einen kleinen Beitrag zu dem Spiel leisten und es somit auch ins Spiel schaffen. Das hat der gute Lemsi wieder geschafft, denn er hat diese wunderschöne Laterne modelliert, die nun in Port Empire gebaut werden kann. Also, wenn ihr denkt, hey, das kann ich doch auch, ich kann doch auch modellieren, dann kommt einfach mal auf unseren Discord, Link ist unten in der Videobeschreibung dazu, also der Invite-Link, dort einfach draufklicken, dort gibt es einen Channel, der nennt sich Assets und dort könnt ihr euer Asset mit der Community teilen oder mit uns sozusagen. Wir schauen uns das Ganze dann an und eventuell schafft es euer Deko-Element in Port Empire. Außerdem haben wir die Schafsfarm und die Webstube auch nochmal angepasst an diese neue Version und für die Schafsfarm ist uns dann natürlich aufgefallen, dass das alte Schafsmodell auch nicht mehr so schön in diese Welt reinpasst. Deshalb hatte ich mich mal 2 Tage hingesetzt und in Blender ein komplett neues Schaf modelliert, was auch dem Toon-Stil entspricht. Das Ganze auch geriggt und bereits ein wenig animiert und hier könnt ihr auch sehen, dass die neuen Schafe bereits in Port Empire eingebaut sind und diese Welt einfach wunderschön ergänzen. Dieses Gebäude, also die Schafsfarm und die Webstube, ist ein Gebäude, was erst ab 8 Einwohnern auf eurer Insel freigeschaltet wird. Damit haben wir einfach dafür gesorgt, dass man dieses Gebäude wirklich nicht direkt am Anfang baut, sondern sozusagen so ein kleines Belohnungssystem hat. Auch haben wir jetzt eine kleine Pausenfunktion für Produktionsgebäude eingebaut. Das bedeutet, ihr könnt Produktionsgebäude jetzt stilllegen, wenn ihr zum Beispiel ein Gebäude gebaut habt wie den Holzfäller und ihr möchtet vielleicht aktuell kein Holz produzieren, weil ihr vielleicht genug habt oder ihr habt im Moment das Gold nicht, um die Steuern zu bezahlen. Dann könnt ihr das Ganze stilllegen. Der Arbeiter da drin legt seine Arbeit nieder. Es wird nichts mehr produziert. Ihr könnt das Ganze hier auch wunderschön an einer kleinen Animation sehen, welches Gebäude stillgelegt ist aktuell. Und durch einen einfachen Klick können wir das wieder ausmachen, aber dann kostet es uns natürlich auch wieder Steuern. Außerdem haben wir wieder viel aufgeräumt im Projekt.
da wir so viel Code haben, den wir einfach nicht mehr brauchen, was auch ziemlich gut ist und viel Performance im Spiel rettet. In diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von dieser Woche. Ich hoffe, euch gefällt dieser Progress genauso wie er uns gefällt und ihr seid gespannt, wie weit sich Port Empire noch weiterentwickelt. Schreibt gerne einen Kommentar mit Feedback, Verbesserungsvorschlägen oder Ideen, also bringt euch ruhig gerne ein mit in die Entwicklung. Ich würde mich jetzt verabschieden bei euch, habt einen schönen Start in die Woche, macht es gut Leute, ciao. Und ein riesen Dankeschön an Bero, Ian Dorton, Manuel Rauber, Octadurin, Tobias, Kiriosama, Lord Balti, Jomatrak, Yeki, Lemsi, Renault und Alex. Vielen Dank für euren Support auf Patreon und auf Twitch.